Die Gefahr eines Atomkriegs war noch nie so groß wie heute. Die NATO missbraucht die ukrainische Bevölkerung als Kanonenfutter und treibt den Krieg gegen Russland rücksichtslos voran. Auch wenn das Hunderttausende Tote auf beiden Seiten und die Gefahr der nuklearen Vernichtung des ganzen Planeten bedeutet. Im Krieg in der Ukraine geht es nicht um Freiheit und Demokratie, sondern, wie schon bei den Kriegen in Afghanistan, Irak, Libyen und Syrien, um Rohstoffe, Absatzmärkte, billige Arbeitskräfte und um Weltmacht. Die USA, Deutschland und die anderen NATO-Mächte wollen die Ukraine kontrollieren und Russland unterwerfen, um die gewaltigen Bodenschätze der beiden Länder zu plündern und einen Krieg gegen China vorzubereiten, der noch viel schlimmere Konsequenzen hätte. Mit der gleichen Rücksichtslosigkeit geht die herrschende Klasse gegen die eigene Bevölkerung vor. Während hunderte Milliarden in die Aufrüstung und in die Taschen der Superreichen fließen, dezimiert die Inflation die Löhne der Arbeiter. Die Profite-vor-Leben-Politik während der Pandemie hat allein in Europa über 2 Millionen Menschen das Leben gekostet. Der Kapitalismus hat den Arbeitern nichts mehr zu bieten, außer Krankheit, Kürzungen und Krieg. Die Sozialistische Gleichheitspartei tritt in enger Zusammenarbeit mit ihren Genossinnen und Genossen in Großbritannien, in Frankreich, der Türkei, der Ukraine und in Russland zu den Europawahlen an, um eine internationale Bewegung gegen Kapitalismus und Krieg aufzubauen. Eine Bewegung, die sich sowohl gegen den reaktionären Überfall auf die Ukraine durch die russische Oligarchie als auch gegen die NATO-Aggression richtet. Der kapitalistischen Barbarei setzen wir die Vereinigten Sozialistischen Staaten von Europa entgegen. Und wir stützen uns dabei auf die enormen Kämpfe der Arbeiterklasse, die in ganz Europa massiv aufbrechen. In Frankreich haben Millionen an den Streiks gegen die Rentenkürzungen der Macron-Regierung teilgenommen und gegen das mörderische Vorgehen der Polizei revoltiert. In Großbritannien kämpfen Hunderttausende gegen Streikverbote und auch hier in Deutschland streikten Postarbeiter, öffentlich Bedienstete und Eisenbahner gegen den Lohnraub für die Aufrüstung. Aber Arbeiter sind in jedem Land mit einer regelrechten Einheitsfront aus Unternehmen, aus sämtlichen Parteien und den Gewerkschaften konfrontiert, die den Kriegskurs unterstützen und deshalb massive Kürzungen durchsetzen wollen. In Deutschland sind die ehemaligen Pazifisten der Grünen zu den schlimmsten Kriegstreibern geworden. Und auch die Linkspartei unterstützt das Blutbad in der Ukraine. Wagenknecht kritisiert zwar den Krieg, tut das aber von einem völlig nationalistischen Standpunkt und will den deutschen Militarismus nur gegen die USA statt gegen Russland wenden, was die gleichen katastrophalen Folgen hätte. Die Gewerkschaften sind zu Co-Managern verkommen, die ihre Aufgabe darin sehen, die Lohnkürzungen gegen die Arbeiter durchzusetzen. Wir treten dieser Einheitsfront aus Parteien, Gewerkschaften und Unternehmen entgegen. Und wir bauen als deutsche Sektion der 4. Internationale eine internationale Partei auf, die wirklich die Interessen der Arbeiter vertritt und sich gegen den Kapitalismus wendet. Wir streben nicht nach lukrativen Posten, sondern wir nutzen die Europawahl und Sitze im Parlament, um den Kriegsparteien entgegenzutreten. Es ist an der Zeit, aktiv zu werden und eine neue sozialistische Massenpartei aufzubauen, die die kapitalistischen Übel ein für alle Mal beseitigt. Wir rufen jeden auf, der sich nicht mit der schreienden sozialen Ungleichheit, der Zerstörung des Gesundheits- und Bildungssystems und der nuklearen Vernichtung unseres Planeten abfinden will. Und er schreibt noch heute für die Wahlteilnahme der SGP. Macht eine möglichst großzügige Spende für unseren Wahlkampf und werdet Mitglied unserer Partei, der Sozialistischen Gleichheitspartei.